meinem heutigen Beitrag geht es um das Thema der Hygiene. Übertriebene Hygiene kann schädlich sein. Warum? Zum einen muss man in einer guten Umgebung aufwachsen, in der im Grunde genommen ein gesundes Mikroorganismenspektrum vorherrscht, damit wir eine gute Besiedlung in unserem Darm und auch auf unserer Haut haben, damit unser Immunsystem lernen und sich anpassen kann. Man weiß darüber auch, dass die Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, weniger zu Allergien neigen und weniger auch Autoimmunerkrankungen entwickeln als die Kinder, die in übertriebener Hygiene aufwachsen. Übertriebene Hygiene beinhaltet, dass nicht nur alles Mögliche wegdesinfiziert wird, sondern dass für diesen Zweck eben auch Gifte ausgebracht werden, von denen man durchaus weiß, dass sie auch in geringster Dosis Nebenwirkungen haben können. Gehen wir mal zurück zu Louis Pasteur. Das ist der Typ, der herausgefunden hat, dass bestimmte Keime dazu beitragen, dass wir Infektionen bekommen oder dass Dinge verderben. Und er hat sich damit einen solchen Namen machen können, dass wir das Pasteurisieren der Milch, also das Erhitzen der Milch, um sie haltbarer zu machen, mit seinem Namen versehen haben. Zu Lebzeiten war Louis Pasteur aber jemand, der natürlich mit seiner Idee Geld verdienen wollte. Und er hat natürlich alles daran getan, die Meinung zu verbreiten, dass man unbedingt alles desinfizieren muss, um sich nicht zu infizieren, weil so eine Mikrobe ja nun extrem gefährlich ist und völlig unkontrolliert auf uns einschlagen kann. Sein Gegenspieler, wenn man ihn immer so nennen darf, war Herr Béchamp. Herr Béchamp vertrat sehr aktuelle Ansichten, nämlich, dass im Grunde genommen eine Kolonisationsresistenz des natürlichen Mikrobioms, wie die heutige Sprachwahl ist, bestehen muss, damit krankmachende Keime sich nicht einfach ungehindert vermehren können. Habe ich also genügend Diversität, wie man heute sagt, also Vielfalt von Keimen, die miteinander in uns und auf uns leben, dann können krankmachende Keime sich nicht dagegen durchsetzen. Diese Kolonisationsresistenz ist also anzustreben. Und erst auf dem Totenbett hat Louis Pasteur dann sozusagen zugegeben, dass das Milieu alles und die Mikrobe nichts ist. Das ist in der Bauphysiologie übrigens nicht anders. Verwendet man zum Beispiel einen basischen Kalkputz, haben Schimmelpilze selbst bei feuchter Wand so gut wie keine Chance. Wenn es um das Thema Impfen geht, gibt es ja mitunter auch den Hinweis, dass man jetzt denken könnte, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Der Satz ist nicht falsch. Wenn Sie eine Infektion bekommen, dann hängt es natürlich davon ab, wie stark Ihr Milieu ist, um auch mit einem solchen Infekt umgehen zu können. Aber schaut man sich Masern, Mumps, Röteln, Tetanus, Diphtherie an, Kinderlähmung, Pocken, dann ist das sicherlich nicht verschwunden, weil das Milieu heutzutage so gut ist, sondern weil die Schutzimpfung auch tatsächlich ihren Zweck verfolgt. Und wer, so wie ich in meiner Kindheit als nicht geimpfter Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, diese Krankheiten alle persönlich durchlebt hat und erfreulicherweise gut dabei rausgekommen bin, obwohl ich eine Hirnhautentzündung hatte nach einer Mumps-Infektion. Aber es hätte genauso gut auch dazu führen können, dass sich meine Hoden entzünden und ich hätte unfruchtbar werden können. Und auch die Masern können sehr schnell zu einer Hirnhautentzündung führen und haben eine ganz hohe Kontagiosität. Also man braucht nur wenige Keime, um wirklich auch eine Infektion zu durchleben. Das bitte nicht falsch verstehen. Und was die Senioren anbelangt, eine Impfung kann natürlich auch nur dann richtig gut greifen und zu einer guten Immunreaktion führen, wenn auch alle Kofaktoren, die für das Milieu notwendig sind, vorhanden sind. Und da ältere Menschen oder auch Menschen, die eine einseitige Ernährungsweise bevorzugen, in dieser Ausgewogenheit nicht versorgt sind, halte ich es für extrem wichtig, dass man individualmedizinisch schaut, was fehlt, um das Milieu so stark zu machen, dass die Mikrobe wirklich nichts ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.